Ich habe heute 3 ganz wichtige Fragen an dich. Bist du auch bereit, auszuwandern und Deutschland den Rücken zu kehren, weil du die Schnauze voll hast? Du suchst nach angenehmen und fairen Bedingungen. Ja, und du weißt aber noch nicht genau, auf welches Land deine Wahl fällt? Dann bleibe dran. Ich möchte dich mit diesem Video heute vor den 5 teuersten Ländern der Welt bewahren. Meine spannende Analyse ergab ein verblüffendes Ergebnis. Das teuerste Land erfährst du am Ende des Videos. Bleib also dran. Mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Diplom-Finanzökonom, Autorin und leite eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, so lohnt sich das auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, gebe gerne einen Daumen nach oben, und wenn du irgendwelche Anmerkungen oder Änderungsvorschläge hast, andere Zahlen, andere Informationen, dann schreib es bitte unten in die Kommentare. Schauen wir uns mal die 5 teuersten Länder der Welt an. Für meine Recherche habe ich die Datenbank Numbeo genutzt. Also hier werden jährlich viele Statistiken erfasst in dieser globalen Datenbank, und Numbeo ist eine serbische Datenbank. Es werden quasi Verbraucherpreise, die Qualität der Gesundheitsversorgung, Lebenshaltungskosten, Lebensmittel, Miete, Strom, Heizung, Wasser, Internetzugang, Restaurantbesuch, Nahverkehr und Kleinwagen, Immobilienpreise und andere Dinge in verschiedenen Sprachen in Städten und Ländern erfasst. Also wir konzentrieren uns heute auf die Länder. Die Datenbank, die wird auch regelmäßig aktualisiert und enthält Informationen zu allen Ländern von A bis Z. Der aktuelle Stand ist von Januar 2022. Also die Zahlen können sich natürlich ständig ändern. Sollte ich ein Land vergessen haben oder ihr seid anderer Meinung, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir beginnen mal von hinten mit Platz 5. Platz 5 belegt Barbados. Barbados ist ein kleiner Inselstaat in der Karibik und gehört zu den kleinen Antillen. Knappe 10 Stunden Flugzeit benötigt man von Deutschland über den Atlantik nach Barbados. Barbados gehört zu den schönsten Inseln der Karibik. Das azurblaue Meer, die weißen Strände und tropischen Palmen lassen Barbados wie ein Paradies erscheinen. Und das kann ich nur bestätigen, denn ich war persönlich auch schon in Barbados. Die Amtssprache ist Englisch und die Währung ist der Barbados-Dollar. Der Barbados-Dollar ist zu einem Wechselkurs von 1 US-Dollar gleich 1,98 Barbados-Dollar an den US-Dollar gebunden. Für eine internationale Krankenversicherung muss man mit 60 Jahren und einer Selbstbeteiligung von 250 € im Jahr, zum Beispiel bei der Florida-Krankenversicherung, zwischen 899 € und 1349 € monatlich bezahlen. Das hängt davon ab, welchen Tarif man sich natürlich aussucht. Die normalen Lebenshaltungskosten liegen deutlich über denen in Deutschland. Für einen Urlaub auf Barbados muss man pro Person pro Tag mindestens 220 € einplanen. Deutschland hat mit Barbados kein Doppelbesteuerungsabkommen, und seit den 90er Jahren werden die Steuern auf Barbados ständig erhöht. Ja, und aktuell ist, alle, die nach Barbados reisen, müssen ein gültiges negatives Covid-19-PCR-Testergebnis vorweisen können. Kommen wir zu Platz 4, Island. Das Königreich Island liegt in Nordeuropa und ist Teil von Skandinavien. Knappe 4 Stunden Flugzeit benötigt man von Deutschland nach Island. Die Währung ist die isländische Krone und auch das gesetzliche Zahlungsmittel. Die Amtssprache ist Isländisch. Ja, und Island ist die größte Vulkaninsel der Welt und der am dünnsten besiedelte Staat Europas. Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt der Welt, also das war mir vorher auch nicht bekannt. Und warum ist Island nun so teuer? Also viele isländische Unternehmen sind einfach zu klein und unwirtschaftlich. Gerne werden auch die Transportkosten für die höheren Preise genannt, weil ja vieles importiert werden muss. Das Essen und besonders das Essen gehen sind verdammt teuer in Island. Allerdings hat Island auch ein höheres Lohnniveau als Deutschland, also das muss man auch mal erwähnen. Zwischen Island und Deutschland gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen
und Island gehört zum europäischen Wirtschaftsraum EWR. Es gibt zwischen Deutschland und Island ein Sozialversicherungsabkommen. Island selber hat eine staatliche Krankenversicherung. Eine der größten Attraktionen sind natürlich die Nordlichter Islands, und Island ist auch für das Islandpferd oder Islandpony bekannt. Seit dem 25. Februar 2022 gibt es keine Einreisebeschränkungen mehr hinsichtlich Covid-19. Kommen wir auf Platz 3. Platz 3 belegt Norwegen. Norwegen, also amtlich Königreich Norwegen, gehört zu den skandinavischen Ländern und ebenfalls zum europäischen Wirtschaftsraum EWR und ist eines der reichsten Länder der Welt. Die Öl- und Gasförderung hat daran einen Anteil. Waren und Dienstleistungen sind in Norwegen über 50% teurer als im Durchschnitt der EU. Die Mehrwertsteuer beträgt 25% in Norwegen. Bei Lebensmitteln kann man so als Faustregel sagen, dass sie 2- bis 3-mal teurer sind als in Deutschland. Und ohne Miete benötigt man schon über 1.000 Euro im Monat pro Person zum Leben. Norwegen ist ein wirtschaftlich stabiles und gut geführtes Land. Die Löhne sind deutlich höher als in Deutschland. Die Hauptstadt ist Oslo und die offizielle Landessprache und Amtssprache ist Norwegisch. Die norwegische Krone ist die offizielle Landeswährung, wobei Bargeld in Norwegen schon lange keine Rolle mehr spielt. Man bezahlt gewöhnlich mit Kredit- oder Debitkarten. Seit dem 12. Februar 2022 gibt es keine Einreiseregeln mehr nach Norwegen, also Corona-Regeln oder Masken gehören der Vergangenheit an. Kommen wir auf Platz 2. Platz 2 belegt die Schweiz. Die Schweiz gilt als Land mit einem weltbesten Lebensstandard, einem Top-Gesundheitssystem, einer schönen Natur und einem wunderbaren Klima. Das Leben in der Schweiz ist recht teuer, wenn man kein Gehalt in der Schweiz bezieht, aber das Durchschnittseinkommen ist rund 70% höher als in Deutschland. In der Rente ist es nicht anders und als normaler deutscher Rentner ist es dann noch teurer. Die Schweiz ist für vieles attraktiv, weil es als sehr sicheres Land gilt, aber die Lebenshaltungskosten, die sind wirklich schon enorm. Warum ist alles so teuer in der Schweiz? Die Ursachen sind vielfältig, aber eine ist die hohe Kaufkraft. Die Schweizer Konsumenten zeigen auch eine geringe Preissensibilität, kann man sagen. Die hohen lokalen Kosten wie Löhne, Miete, Werbekosten und der kleine Binnenmarkt sind weitere Ursachen. Zug ist der Kanton mit den niedrigsten Steuern und den reichsten Schweizern. Das Gesundheitssystem in der Schweiz ist eines der besten der Welt. Anspruch auf die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland besteht weiter, aber man muss einen Antrag stellen auf Inanspruchnahme des Krankenversicherungsschutzes im neuen Wohnsitzland, wenn man es sich wählt. Zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen. Die Einreise in die Schweiz ist aktuell seit März 2022 ohne Auflagen möglich. Für Ungeimpfte ist keine Quarantäne mehr erforderlich. Und nun kommen wir auf Platz 1. Derzeit als das teuerste Land der Welt gilt Bermuda. Bermuda ist eine Inselgruppe im Atlantik und diese Inselgruppe besteht aus Koralleninseln, von denen nur ganz wenige bewohnt sind. Die Hauptstadt ist Hamilton. Bermuda ist ein britisches Inselterritorium im Nordatlantik. Staatsoberhaupt ist Königin Elisabeth II., die durch einen von ihr ernannten Gouverneur vertreten wird. Die Einwohner von Bermuda genießen einen hohen Lebensstandard, dafür sind aber auch die Lebenshaltungskosten sehr hoch. Es gibt keine Mehrwertsteuer, aber hohe Zölle. Auch eine Einkommensteuer gibt es nicht, dafür aber eine Lohnsteuer, die sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber in unterschiedlicher Höhe anfallen. 80% des Staatshaushaltes, und hier sollte man gut aufhorchen, 80% des Staatshaushaltes werden für Sozialleistungen und Bildung ausgegeben. Es gibt praktisch keine Arbeitslosigkeit. Zwar werden Südfrüchte, Gemüse, Blumen, Pflanzenextrakte und kosmetische sowie pharmazeutische Produkte hergestellt und exportiert,
Aber Nahrungsmittel aller Art sowie Erdölprodukte und Kraftfahrzeuge müssen eingeführt werden. Es gibt daher auch sehr wenig große Autos, weil einmal die Straßen fehlen und zum anderen die durch eine 100-prozentige Besteuerung sehr teuer sind. Die offizielle Sprache ist Englisch und die Währung der Bermuda-Dollar. Der Bermuda-Dollar hat einen festen Umrechnungskurs und beträgt 1 US-Dollar. Nicht nur das Leben auf den Bermuda-Inseln ist sehr teuer, sondern auch der Urlaub dort. Bermuda galt lange als Steueroase, weil keine Steuern auf Gewinne und Erträge und auch keine Einkommens- und Mehrwertsteuer gibt. Bermuda hat sich inzwischen zu einem internationalen Banken- und Geschäfts-Offshore-Finanzzentrum entwickelt. Im Februar 2022 wurde Bermuda auf die manchmal als EU-Steuergrauliste bezeichnet aufgenommen. Damit verpflichtet sich Bermuda zur Reform seiner Steuerpolitik, die während der Umsetzung ganz genau überwacht wird. Ja, auf den Bermudas verbringen die Reichen gerne ihren Urlaub und denen ist es völlig egal, dass alles sehr hochpreisig ist. Fassen wir nochmal zusammen. Also das derzeit teuerste Land ist Bermuda, gefolgt von der Schweiz. An 3. Stelle steht Norwegen, an 4. Island und den 5. Platz nimmt Barbados ein. Also ich persönlich war echt überrascht. Ja, welche Länder hättet ihr als die teuersten Länder der Welt vermutet? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt.